Das Geniale ist immer, wenn man irgendwas sieht, was deutlich günstiger ist, deutlich kleiner ist, aber deutlich mehr Möglichkeiten bietet, dann bin ich immer der Erste, der sich sowas näher angucken muss. Ich bin ein Riesenfan vom Bandschleifer. Das ist so ein tolles Werkzeug. Anpassen, anphasen, entgraten, alles ist damit ein absolutes Kinderspiel. Die Dinger haben immer nur ein riesengroßes Problem. Die sind groß und meistens wirklich extrem teuer. Den Platz haben die wenigsten. Und da hat mir ein Zuschauer einen Mini-Bandschleifer empfohlen. Hat gesagt, Manni, guck dir den mal an, was der an Möglichkeiten bietet, wie der verarbeitet ist. Und das für den Preis, das ist so der absolute Hammer. Ich habe mir diesen Mini-Bandschleifer bestellt und der erste Eindruck ist, man kriegt hier so eine kleine Kiste. Was soll da schon drin sein? Und ich finde immer, es geht nichts über den ersten Eindruck. Ich habe diesen Bandschleifer gerade ausgepackt und ich bin so ein bisschen fasziniert, weil der sieht irgendwo nicht billig aus. Der kostet, glaube ich, so knapp 190 €. Und dafür bekommt man einen Bandschleifer. Das ist ein kleiner Mini-Bandschleifer. Hier ist aber alles aus Chrom-Nickel-Stahl. Das heißt nicht irgendwo Stahl, nicht lackierter Stahl oder im besten Fall pulverbeschichtet, sondern alles aus feinstem Edelstahl. Das ist ein 500 Watt Motor. Das sieht alles sauber verarbeitet aus. Hier wackelt nichts. Hier sind selbstsichernde Muttern. Also es ist vom Allerfeinsten. Das ist das Grundgerüst. Wir haben hier ein Kontaktrad zum Schleifen, was wir hier einbauen können. Und wir haben die Möglichkeit, mit einer Fläche zu schleifen. Das ist schon also mehr, als die meisten normalen Bandschleifer bieten. Wir können hier also schön flächig schleifen, gucken uns das gleich alles im Detail an, haben zusätzlich hier verschiedene Schleiftische und haben die Bedienungseinheit. Und die Bedienungseinheit bietet auch eine Drehzahlregulierung. Das heißt, ich kann hier stufenlos die Drehzahl regulieren. Das bietet mein Bandschleifer zum Beispiel schon mal nicht. Und das alles für einen Preis, ich glaube, wir waren so knapp bei 190 €. Dafür sieht das wirklich alles andere als verkehrt aus. Und wenn man sich das auch so von der Verarbeitungsqualität anguckt, das sieht also wirklich toll aus. Sieht toll aus. Die Rollen sind hier so leicht ballig gedreht. Von wegen, das sorgt für ein besseres Schleifergebnis, das sorgt für einen deutlich besseren Kontakt vom Schleifband. Man hat hier eine vernünftige Feder. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht habe, aber da kann man auch noch drauf verzichten, ist, dass man hier irgendwo eine Einspannmöglichkeit hat, dass man das Band besser aufnehmen kann oder besser aufspannen kann. Aber das ist es auch im Prinzip. Also das sieht wirklich toll aus. Und was mich so ein bisschen fasziniert, dass man hier alles aus Edelstahl hat. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das hätte ich in dem Preisbereich nie erwartet, weil wir reden hier auch nicht von 2-3 Millimeter Edelstahl, wir reden hier richtig von dicken, massiven Platten. Das heißt, ich bin hier bestimmt bei 5-6 Millimeter. Allein das hat natürlich schon immensen Wert und der erste Eindruck ist hier wirklich traumhaft. Jetzt braucht man das Ganze eigentlich nur zusammenstecken, ist sehr, sehr selbsterklärend. Ein Imbusschlüssel oder Innen-Sechskantschlüssel ist dabei und dann können wir das Ganze einfach hier zusammenschrauben. Ich habe hier diesen schönen Hebel, damit kann ich es runterdrücken, kann dann das erste Schleifband montieren, habe hier vorne noch den Schleiftisch, den man hier montieren kann und dann ist das Ganze schon mal fertig. Sieht wirklich alles andere als verkehrt aus. Das Einzige, was mich bei solchen Bandschleifern immer stört, ist diese Kontaktfläche hier. Zeige ich euch gleich noch mal einen kleinen Tipp oder Erfahrungswert von mir, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier schleife, dann entsteht hier Druck, dann entsteht hier Wärme mit der Fläche und dann gehen die Schleifbänder immer relativ schnell kaputt. Das ist so das Einzige, das haben aber alle Bandschleifer, gibt es eine ganz einfache Lösung für. Und jetzt kann ich hier das Ganze einschalten und kann auf Start drücken. Drehzahl regulieren wir mal schön runter. Die haben hier irgendwie alle keine Funktion. Dreht es schön langsam. Und jetzt kann man es langsam. Hier oben wird die Drehzahl angezeigt. Was ich persönlich spannend finde, der hat so eine schöne Laufruhe, der bewegt sich gar nicht. Das heißt, der bleibt genau an der Stelle stehen. Wenn ich hier jetzt natürlich schleife, dann werde ich den wegdrücken. Da muss ich den in irgendeiner Form befestigen. Dafür sind ja unten hier auch 4 Bohrungen drin. Aber so, wenn ich den ganz normal anmache, der läuft so schön ruhig, der hat so geringe Vibration, dass sich hier wirklich nichts tut. Und selbst wenn ich hier vorne eine Mutter drauf stelle, dann dreht die sich so leicht, bewegt sich ganz leicht. Aber das ist wirklich auch nur minimal. Hört sich von der Laufruhe her sehr gut an. Was ich jetzt mache, ich habe hier so ein Graphitband. Weil das Problem ist immer, wenn man hier schleift, das ist so ein Erfahrungswert. Und ich möchte von den 3 Schleifbändern, also ich habe hier 3 im Lieferumfang, mehr habe ich nicht. Da möchte ich nicht gleich alle ruinieren. Die werden wahrscheinlich auch so nur relativ günstig sein. Dementsprechend klebe ich hier mit doppelseitigem Klebeband
Klebeband so ein Graphitband drauf. Ist also wirklich eine Empfehlung. Dadurch hat man eine deutlich geringere Wärmebelastung von dem Schleifband, wenn man hier schleift. Und dadurch halten die Schleifbänder deutlich, deutlich länger. Das ist aber so das Einzige, was ich hier mal kurz vorm ändere. Und dann werden wir erstmal erste Sachen entgraten und schleifen. Ich habe das Ganze hier hinten mit so einem Spannhund festgezogen. Also die kann ich wirklich nur empfehlen. Absolut genial. Hier hinten festgezogen. Das Ganze ist wirklich bombenfest am Tisch. Das sollte ausreichen für alles, was man hiermit macht. Und jetzt fangen wir mal ganz einfach an mit 100er Korn. Was anderes ist hier leider nicht dabei. Und man sieht, das Schleifen funktioniert hier wirklich auch sehr gut. Ich habe erstmal ein Vierkantrohr entgratet, habe hier vorne so eine Schräge angeschliffen. Danach habe ich den Baustahl hier geschliffen. Das ist so ein Betonstahl, 12 mm stark. Einfach mal entgratet, so eine leichte Faser angeschliffen. Hier vorne das Ganze spitz geschliffen, hinterher vorne so ein bisschen abgerundet. Das sind ja so Standardarbeiten, die man mit einem Bandschleifer macht. Und das kann man hier mit diesem kleinen Kumpel wirklich völlig problemlos machen. Aber der bietet natürlich auch noch deutlich mehr Möglichkeiten. Man hat ja hier unten diesen Standfuß und man kann den auch schräg verstellen. Und wenn man den schräg verstellt, hat man die Möglichkeit, hier komplett auf dieser langen Fläche zu arbeiten. Dafür ist sogar hier noch ein extra zweiter Tisch dabei und den kann man dann so seitlich montieren. Man kippt das Ganze, ist innerhalb von wenigen Sekunden erledigt und dann kann man hier auf dieser ganzen Fläche auch schleifen. Mit dem Schleiftisch kann man lange Materialien hier durchziehen, kann die auf der Fläche schleifen und wir haben deutlich bessere Möglichkeiten, um hier Materialien anzupassen. Ich habe hier einfach mal Rundungen angeschliffen. Das kann man ja auch richtig schön machen, funktioniert sehr gut. Das Einzige, was ich zwischendurch mal geändert habe, die Höhe ist natürlich nicht variabel verstellbar. Darum schleife ich immer an der gleichen Stelle. Und weil ich nur dieses eine Schleifband habe, ein 100er Korn, habe ich mir einfach hier mal eine Mutter zwischengelegt, dass ich ein bisschen höher komme, dass ich dann halt auch mal an einer anderen Stelle schleife. Aber funktionieren tut das wirklich richtig gut. Ich habe wieder nur diese eine Spannzwinge hier ganz leicht dran gemacht. Man kann das auch bewegen. Also das heißt, der hat so wenig Vibration, wenn man hier so ein bisschen drückt oder so, das macht gar nichts. Der bleibt richtig schön ruhig stehen. Eignet sich natürlich auch hervorragend zum Wolfram-Elektrodenschleifen. Das heißt, ich kann die Elektrode ganz einfach positionieren mit der Hand, habe dann die richtige Schliffrichtung drin und mit so einem Band habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, besser als im Stein, dass ich hier auch ein feineres Band und dann habe ich einen feineren Schliff und damit halt noch einen besseren Lichtbogen. Also ist auch eine ganz schöne Option. Am Stein muss man sich immer so ein bisschen verbiegen. Hier kann man das einfach seitlich machen. Man könnte sich sogar hier ein anderes machen, welchen Winkel man immer braucht und dann hat man immer den exakten Winkel. Die dritte Option ist jetzt das Kontaktrad und das kann man auch ganz einfach umstecken. Man könnte hier auch einen Tisch ranbauen. Ich habe es jetzt ohne Tisch genutzt und jetzt sieht man auch, dass das Ganze kein Spielzeug ist. Das ist ein 10 mm Stahlteil. Da hat man ringsrum so eine Brennkante, die habe ich jetzt einfach mal geschliffen. Hat man hier ein sehr, sehr schönes, sauberes Ergebnis. Ich habe mit viel Druck gearbeitet. Man merkt hier nicht irgendwo, dass die Drehzahl merklich in die Knie geht. Ich habe hier seitlich noch eine schöne Faser angeschliffen. Also es funktioniert wirklich richtig gut. Da sieht man, das Ganze ist zwar klein, ist aber auch im Prinzip kein Spielzeug. Wer jetzt schweren Stahlbau macht, der ist sicherlich mit dem nicht richtig aufgehoben. Aber für die normalen handwerklichen Arbeiten in einer kleinen Werkstatt oder so ist der wirklich mehr als ausreichend. Ich habe jetzt einfach mal das Schleifband gewechselt von 100er Korn auf 180er Korn und habe hier mit Edelstahl geschliffen, weil das geht natürlich auch richtig gut, hier eine Fläche zu schleifen. Das ist ganz normal mattes Edelstahlblech und das habe ich hier einfach mal blank geschliffen. Habe hier die Kanten mal blank geschliffen. Also es funktioniert auch richtig gut. Da muss man halt auch mit richtig Druck arbeiten. So ein Kontaktrad habe ich für meinen großen Bandschleifer auch. Sollte ich wirklich mal deutlich häufiger verwenden. Das ist also auch wirklich eine schöne Option. Hat mir hier fast am besten gefallen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner kleiner Bandschleifer. Der ist gut verarbeitet von der Qualität. Materialien, alles aus Edelstahl. Das ist natürlich ein absoluter Traum. Drehzahlregulierung und. Es funktioniert alles. Das ist alles sauber verarbeitet. Also mir gefällt der wirklich richtig gut. Und es ist definitiv kein Spielzeug. Man kann da wirklich vernünftig mitarbeiten. Wer schweren Stahlbau macht oder ähnliches, der definitiv nicht. Aber für die kleine Werkstatt reicht der vollkommen aus. Was werde ich mit diesem Bandschleifer machen? Ich werde den ganz einfach hier vorne positionieren. Hier unten habe ich meinen Werkstattsauger und dann baue ich mir noch so eine kleine Kiste und dann werde ich den Dreck damit so ein bisschen auffangen. Weil das ist halt auch immer eine schöne Option. Schleifen macht immer Dreck. Das sieht man hier. Ein paar Minuten geschliffen, hat man gleich überall Dreck. Und wenn man das so ein bisschen auffängt, absaugt, das ist natürlich auch eine schöne Option.
Option. Ansonsten hätte ich einiges erwartet nach dem, was mir Leute geschrieben haben. Das hätte ich aber definitiv nicht erwartet, weil das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Bauteil. Verlinke ich hier unter und ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.